Funktioniert gut. Ja, erstmal herzlichen Dank auch für die Einladung und wunderschönen guten Tag von meiner Seite. Es ist ja schon einiges gesagt worden, worum es jetzt geht, deswegen fange ich mal gleich an. Ich werde kurz erklären, wer Evident eigentlich ist, wer ich bin und dann einen Überblick geben über Mikroskopieanwendungen und die daraus resultierenden Anforderungen. Ich stehe an der falschen Stelle, glaube ich. Okay. Und dann, warum wir Customization-Anpassungen brauchten, die werde ich dann einige davon beispielhaft erläutern. Ich bin seit 21, jetzt bin ich schon wieder irgendwo in der gefährlichen, seit 21 Jahren in dem Gebiet tätig, früher bei Olympus, jetzt bei Evident, was letztendlich fast das Gleiche ist. Denn Olympus, die ursprünglich vor über 100 Jahren mal mit Mikroskopen angefangen haben, haben beschlossen, im Jahr 2022 nur noch Medizinprodukte zu machen und haben die Scientific Solutions Sparte ausgegliedert. Wir heißen jetzt Evident, sind aber die gleichen Leute und sind damit immer noch einer der größten Mikroskophersteller und Anbieter für Mikroskoplösungen in der Welt. Und wir arbeiten, ich selber bin Mitarbeiter bei Evident Technology Center Europe in Münster, eine 100%ige Tochter vom Konzern, und wir arbeiten von Münster aus seit 16 Jahren inzwischen. Gerade habe ich 15 gehört, es sind schon über 16 Jahre mit IDS erfolgreich zusammen. Warum das so ist, ist hoffentlich am Ende des Vortrags auch klar. Erstmal Mikroskope. Gibt es hier auch einen Laserpointer? Ja. Mikroskope kennt man, das ist ein modernes, aufrechtes Durchlichtmikroskop. Da sind die Okulare und da oben drauf ist unsere Kamera, über die wir reden. Was aber besonders wichtig ist, ist der Monitor daneben. Der Mikroskopiker guckt heute nur noch sehr selten in die Okulare tatsächlich rein. Alles läuft über einen Monitor. Man bewegt die Probe, man fokussiert, man sucht sich die richtigen Stellen der Probe aus, um sie dann am Rechner zu analysieren. Deswegen haben die meisten Systeme gar keine Okulare mehr. Alles läuft über Kameras. Nur als Beispiel unser DSX 2000 für Materialanalyse, Inspektion, Qualität in Raumfahrt, Automobilbranche und sonst wo. Man sieht keine Okulare mehr, da hinten ist irgendwo eine Kamera dran, das ist alles. Aber auch ganz wichtig, weil ich auf das Gerät heute mehrfach zurückkomme, ein sogenannter Whole Slide Scanner, VS200. In dieser Box hier auf der rechten Seite können bis zu 210 mikroskopische Proben, Schnitte reingebracht werden, die über einen Roboterarm hier reingebracht werden. Und da steckt die eigentliche Mikroskopoptik drin mit einer wohlbekannten IDS-Kamera obendrauf. Und das Ganze ist vollautomatisch, scannt alle Proben ein in allen Auflösungen, Vergrößerungen, die man gerne haben möchte, damit man sich das am nächsten Tag mal anguckt. Also wir brauchen eine Kamera und keine Okulare mehr. Dieser Scanner kann auch in verschiedensten Methoden arbeiten. Das normale Durchlicht, Hellfeldmikroskopie, die man vielleicht klassischerweise kennt, aber auch Fluoreszenz, Dick, Dunkelfeld und was es nicht alles so gibt. Die Hellfeldmikroskopie, solche Bilder kennt man. Da haben wir heutzutage jede Menge Licht. Das ist tatsächlich ein Schnitt durch den Hoden eines Menschen. Das Rote da sind Blutkörperchen. Da habe ich jede Menge Licht. Ich kann mit Mikrosekundenbelichtungszeiten arbeiten, möchte ich auch. So ein VS200-System, da bewegt sich die Stage, die Probe in einem durch. Ich möchte keine Bewegungsunschärfe haben, darum will ich kurze Belichtungszeiten haben, viel Licht, gar kein Problem. Aber bei anderen Mikroskoptechniken, wie die ganz bekannt, die Fluoreszenzmikroskopietechnik, aber auch jede Menge andere, da habe ich gegebenenfalls nur sehr wenig Licht. Hier ist mal so ein typisches Bild aus der Fluoreszenzmikroskopie. Da leuchte ich halt im Life Science-Bereich hier mit viel Licht auf die Probe, gegebenenfalls mit bestimmten Lasern. Da rege ich die Probe an, ich mache das Licht aus und die Probe fluoresziert noch. Da kann man sich vorstellen, dass man dann sehr wenig Licht hat. Ich brauche also gegebenenfalls längere Belichtungszeiten, sensitivere Kameras, ganz andere Anforderungen. Gehe ich heute nicht wirklich weiter darauf ein, aber es gibt auch Dinge, wo ich mit sehr wenig Licht trotzdem sehr schnelle Ereignisse habe, Calciumtransienten in Neuronen, alles im Life Science-Bereich. Es gibt also eine Menge von Anforderungen, die wir irgendwie unter einen Hut bringen wollen. Versuchen wir mal ein paar zusammenzufassen, die vielleicht im ersten Moment nicht offensichtlich waren. Wir müssen unheimlich schnell den Modus der Kamera wechseln. Ich zeige das gleich mal in einem Film, aber vorher in Theorie. Der Kunde, der Mikroskopiker, der hat ein Live-Bild. Der sucht auf der Probe nach den richtigen Stellen, die er untersuchen möchte, ob das nun in Biologie, Zellen oder was auch immer sind. Da ist Zeit Geld. Der fährt schnell hin und her, das soll flüssig laufen. Trotzdem natürlich die richtige Farbwiedergabe und alles muss schon gut sein. Darum Subsampling oder Binning, damit wir eine hohe Framerate haben.
Jetzt hat er die richtige Stelle gefunden und möchte dann natürlich mit höchster Auflösung ein qualitativ hochwertiges Bild machen, um eine gute Analyse zu machen. Eventuell allerdings auch mit einem Clipping, weil so eine Zelle ist vielleicht recht klein und es muss schnell gehen, er will den Rest nicht sehen. Zudem müssen wir Belichtungszeiten rasant schnell ändern. Die Proben sind unterschiedlich dick, es soll immer gut belichtet sein. Ich fahre hin und her und ich möchte nicht, dass das langsam nachregelt. Ich will ja immer die Probe, da wo ich gerade bin, optimal sehen und es soll auch kein Ruckeln geben. Das sind alles Anforderungen, die wir erfüllen müssen. Ich zeige mal einen kleinen Film, wo man das vielleicht sieht. Was man hier sieht, ist ein dünner Schnitt durch das Gehirn eines Hausschweins, aber das nur am Rande. Was man im Hintergrund sieht, ist eine Software von uns. Besonders hervorgehoben habe ich die Belichtungszeit hier. Man sieht gleich, wenn der Film läuft, dass das sich rasant ändert, ohne dass sich jetzt irgendwie das Ganze zum Ruckeln kommt oder sowas. Zwischendurch werden ein paar Snapshots gemacht, die dann nur einen kleinen Teil zeigen und in einem ganz anderen Modus stattfinden. Das Live-Bild, das man jetzt sieht, läuft tatsächlich mit dem Binning 2 ab. Und wenn ich gleich Snapshot-Bilder mache, wechsle ich in den Full-Resolution-Modus mit einer vierfachen Belichtungszeit und zeige nur ein kleines Clipping. Kommt, glaube ich, jetzt noch zweimal. Und man sieht, dass die Kamera sofort wieder zurückspringt in diesen Live-Modus, also in dem Fall einen Binning-Modus mit der passenden Belichtungszeit. Ich ändere also ständig die Parameter des Bildes. Wenn ich mich recht entsinne, die Belichtungszeit da oben ist irgendwie zwischen 37 und 57 Millisekunden, glaube ich, hin und her gegangen. Das sind also erstmal schon mal Grundanforderungen. Zudem brauche ich einen sehr großen Belichtungszeitbereich. Ich habe ja eben gesagt, wir haben gegebenenfalls sehr viel Licht. Kommt vor, das ist häufig der Fall. Aber bei einigen Dingen, bei einigen Techniken brauche ich Belichtungszeiten, die definitiv in den Sekundenbereich gehen. Das soll bitte alles die Kamera auch leisten können. Jetzt habe ich die ganze Zeit über Geschwindigkeiten und schnelles Umschalten gesprochen. Kommt aber nicht umhin, dass wir auch eine hohe Anforderung an die Qualität haben. Es kommt jetzt öfter vor, dass ich hier über das Stitching spreche, denn wir haben ja eben dieses VS200-System gesehen, das ganze Proben einscannt. Das geht natürlich nur durch die Akquisition von sehr, sehr vielen Bildern, die ich dann zusammensetze. Das ist ein Bild, das wir gerne zeigen, Schnitt durch eine Babymaus. Das sind 2130 Bilder gewesen, um das zusammenzusetzen. Man sieht die Einzelbilder natürlich nicht. Jetzt sagt jeder, vielleicht kann ich mit meinem Handy auch machen, Panoramaaufnahme draußen. Da wird aber schon mal das Bild ein bisschen zusammengeschoben, damit das gut aussieht. Das dürfen wir uns nicht leisten. Ein Mikroskopiker, der möchte hinterher darauf Flächen messen von irgendwelchen Zellen oder irgendwelchen Gewebeteilen oder Abstände messen. Das heißt, wir müssen unsere Linsenfehler der Optiken, die wir in der Mikroskopie haben, sehr präzise korrigieren können. Gott sei Dank macht der Konzern die Optiken selber, da haben wir die Daten, braucht aber auch eine entsprechende Shading-Korrektur, die pixelgenau und sehr gut arbeiten muss. Was wir auch brauchen, kommen wir zum anderen Bereich, ist eine sehr gute Farbwiedergabe. Wir haben dieses VS200-System wieder, ist auch für die In-vitro-Diagnostik zugelassen, für die Pathologie. Und da ist es so, dass der Pathologe anhand der Farben der Probe erkennt, was das für ein Gewebe ist. Ist das eine kranke Zelle? Ist das eine Krebszelle? Und dazu muss die Farbwiedergabe sehr gut sein, damit das auch verlässlich funktioniert. Ich glaube, das wollen wir alle, dass der zum richtigen Ergebnis kommt. Da brauchen wir auch eine hohe Reproduzierbarkeit. Deswegen arbeiten wir mit allen Kameras mit der gleichen Methode, um da immer in den gleichen Farbraum zu kommen. Kommen wir gleich noch zu Ergebnissen. Jetzt kommen wir zu unseren Lösungsansätzen, um all das zu erfüllen. Wir verwenden gepackte Rohdaten, 10-Bit oder 12-Bit. IDS stellt das zur Verfügung, richtig schön dicht gepackt. 10-Bit pro Pixel ist deutlich weniger als 24-Bit RGB-Daten. Damit kann ich schon mal sehr hohe Bildwiederholraten in den Rechner kriegen. Dann brauche ich für die Bildqualität diverse Algorithmen. Komme ich wieder zur Shading-Korrektur, nur als Paradebeispiel, weil man es so schön zeigen kann. Das ist ein Schnitt durch eine Bauchspeicheldrüse, Fluoreszenztechnik ohne Shading-Korrektur. Man sieht hier die starke Vignettierung, die man hat. Beim Einzelbild fällt das nicht auf. Jeder ist das gewohnt. Das Bild wird nach außen dunkler, merkt man gar nicht mehr. Wenn ich die Shading-Korrektur ausstelle, sieht so ein zusammengesetztes Bild so aus. So soll es aber aussehen und tut es auch, wenn man das dann richtig macht. Und das Ganze machen wir auf den linearen Rohdaten. Diese Berechnungen funktionieren auf linearen Daten natürlich viel besser, als wenn ich das auf fertigen Farbdaten hinterher mache, die mit einer richtigen Farbkorrektur auch nicht linear sind. Das gleiche auch mit der Linsenfehlerkorrektur. Jetzt habe ich das gewährleistet, dann mache ich natürlich ein Debugging und auch Schärfefilter.
Alles, was man so braucht und dann eine Farbkorrektur. Wir schaffen es inzwischen auf dem Monitor gemessen mit dem Kolorimeter einen Farbfehler von kleiner 5 hinzubekommen. Im Schnitt sind wir bei 2,38. Es ist sogar so, einige Farbfehler sind mit Absicht der Fall. Wenn man mal auf so eine Probe guckt, hier sind oft sehr blasse Bereiche und das menschliche Gehirn erhöht den Kontrast vom blassen Bereich. Wenn ich nur eine blasse Szene vor mir habe, wird der Kontrast automatisch erhöht. Und das versuchen wir auch abzubilden mit unseren Kameras, dass wir da die Kontraste erhöhen. Und das erzeugt natürlich einen gewissen Farbfehler, der aber mit Absicht da ist. Und mit dieser Farbwiedergabe haben wir problemlos die Zulassung für diese IVD-Sachen hinbekommen. Tatsächlich sind wir dann in Zusammenarbeit mit IDS mit dieser Methode Marktführer in Geschwindigkeit und Bildqualität in der Mikroskopie. Können wir ganz stolz drauf sein. Aber was mussten wir jetzt dafür noch machen? Wir sind ja nicht fertig gewesen. Von Anfang an bot IDS aber die beste Basis für all dieses. Wir brauchten einen bestimmten Black-Level einstellbar, um die Dark Signal Non-Uniformity in den Griff zu kriegen und so weiter und so fort. Seit 16 Jahren haben wir all diese Kameras jetzt zusammen entwickelt. Und jetzt komme ich zu den Anpassungen, die tatsächlich auch noch nötig waren, zu dieser guten Basis, die IDS uns da schon bot. Ein Beispiel ist die SC180 aus dem Jahr 2018, die ich ganz gut anbringen kann hier. Es sollte eine Kamera sein mit ganz vielen Pixeln, das war gewünscht. Es war uns von dem Designbüro vorgegeben, das soll bitte in diesen runden Puck rein. Das war immer unser Eishockey-Puck. In diesem Fall sollte das Eckige ins Runde, passte aber beim besten Willen nicht. Dann hatten wir noch ein paar weitere Wünsche. Mit 18 Megapixel über USB 3 kriegten wir gerade mal 10 Frames pro Sekunde. Ich habe ja eben schon mal gesagt, 10 Frames sind ein bisschen langsam, wenn ich scharf stellen will und so weiter. Wir wollten noch Binning-Modi haben. Wir brauchten FPGA. Mit Binning 4x4 schafft die Kamera, glaube ich, 45 Frames pro Sekunde. Das ist dann gut genug, schnell genug. Mehr Speicher wollten wir noch haben. Wenn man ganz viele Bilder zusammensetzt und es geht doch mal ein Frame verloren, dann ist das sehr, sehr ärgerlich. Was hat IDS dann getan zu all den Wünschen, die wir hatten? Sie haben uns eine neue Platine entworfen. Wir waren so nett, uns auch noch ein kleines Loch zu machen, dass wir eine passive Kühlung erreichen konnten des Sensors. Und jetzt passt es auch ins Gehäuse. Wir hatten dann noch gemeinsam einige EMV-Herausforderungen zu bewerkstelligen, denn im Jahr 2018 hat man noch USB-Karten in seinen Rechner getan, um die USB-3-Geschwindigkeit auch gesichert hinzubekommen. Und die Karte, die wir dummerweise ausgesucht hatten, war ein bisschen zickig. Und da kam es dann schon mal zu Ausfällen. Ich glaube, es kommt gleich nochmal, wie IDS das gelöst hat für uns. Firmware- und Treiberanpassung komme ich jetzt auch noch zu. Aktuelle Kameras von uns, die haben wir ganz am Anfang eben schon mal auf dem Mikroskop gesehen. Da gibt es eine DP23 und eine DP28, die sehen gleich aus. Und die DP23M ist die Monochrom-Version der DP23. Da haben wir uns diese schönen PCB-Stacks ausgesucht, die wir haben wollten, aber passt mal wieder nicht ins Gehäuse, das uns vorgegeben worden ist. Mussten wir also machen. Ein paar Anpassungen, die ich jetzt nochmal im Detail erläutere. Wir brauchten eine Änderung der PCB. Man kann es, glaube ich, ganz gut sehen. Hier kamen ein paar Stücke dran. Auch die Schraubenlöcher mussten an eine andere Stelle. Und wir brauchten eine andere Bestückung teilweise. Dieser Triggerstecker sollte weg, der passte nicht rein. Brauchten wir auch nicht für die Kameras. War aber noch nicht alles. Designer in Tokio haben uns gesagt, da vorne muss was Blaues leuchten. IDS hat eine grüne LED und auf der falschen Seite der Platine. Also haben wir eine neue blaue LED gebraucht, die wurde dann da platziert auf diesem neuen Teil, die letztendlich die Funktion der grünen LED zwar nur gespiegelt hat, wurde dann auch noch ausstellbar gemacht, aber trotzdem brauchten wir das an dieser anderen Stelle. Auch die Flexkabellänge musste angepasst werden, denn schaut man sich unser Gehäuse mal von hinten an, da guckt der USB-Stecker hinten raus, das ist ja auch ganz praktisch so. Das heißt, diese Platine, die Interface-Platine, die wurde hier senkrecht reingesetzt. Die anderen beiden Platinen, hier sieht man, die Sensorplatine ist hier nicht mit dabei, mussten dann im 90-Grad-Winkel dazu stehen und das in so einem engen Gehäuse, da musste man natürlich sehen, dass auch das Kabel passte. Jetzt komme ich zu Firmware-Anpassungen, die notwendig waren. Ich erwähnte eben schon mal dieses schnelle Umschalten der Modi. Nicht jede Kamera, nicht jeder Sensor bringt das von zu Hause mit. Wir hatten das zum ersten Mal mit der SC180. Ich weiß, dass ich dann auch hier bei IDS war und mal vorgeführt habe, wie so ein Mikroskopiker eigentlich arbeitet, damit wir ein wirklich gutes gemeinsames Verständnis hatten. Und schließlich hat IDS es geschafft,
der Kamera das beizubringen, dass wir so schnell umschalten konnten, wie wir das wollten. Und das habe ich eben erwähnt, wir hatten diese Probleme mit so ein paar ESD-Sachen. Die Kamera startet nun komplett neu, wenn es einen ungünstigen ESD-Puls gab, meldet sich im System neu an und unsere Software kann dann auch wieder mit der Kamera arbeiten. Wunderbare Sache. Bei der DP23 ähnliches Problem. Wir hatten das Thema, wenn ich jetzt für einen Snapshot eine andere Belichtungszeit brauche, irgend so einen Parameter ändere, dann war der Sensor noch nicht unbedingt willens, uns das auch zu geben. Da hat IDS aber einen, ich glaube, den haben wir auch Special Trigger Mode genannt, geschaffen, der das dann auch prima hinbekommt. Mit Blick auf die Zeit beeile ich mich ein bisschen. Hier muss ich, glaube ich, nicht so drauf eingehen. Das sind so ein paar Kleinigkeiten. Dies ist so eine Art Linearitätstest. Exposure Time hier und das ist die gemittelte Intensität der Rohdatenkanäle. Da gibt es zwischen dem freilaufenden Live-Modus und Snapshot-Modus gab es so kleine Unterschiede. Das hat uns geärgert. Bei der anderen Kamera, das ist ein Global Shutter Sensor, hatten wir, das sieht man immer den Unterschied von einem Bild zum nächsten Bild, so ein ganz geringes Einschwingenverhalten. Das war wirklich nicht viel. IDS hat sich immer gewundert, über was für Kleinigkeiten wir meckern, aber das haben wir alles lösen können. Ich beeile mich. Der Treiber musste angepasst werden, um diese speziellen neuen Modi, die extra geschaffen worden sind, natürlich auch ansprechen zu können. Wir haben es eben schon mal gehört, OEMisierung bietet IDS an, wenn der im Gerätemanager hat natürlich unser Name zu stehen, Olympus oder jetzt Evident und der richtige Kameraname. Das ist eine ganze Menge Kleinkram, der da erledigt werden muss. Aber IDS hat uns immer sehr schnell Hardware- oder Software, Firmware-Prototypen zur Verfügung gestellt, auch schon im Beta-Status, um neue Ideen, neue Special Trigger Modes mal zu testen, ob sie denn unsere Anforderungen auch erfüllen. Deswegen kann ich sagen, in diesen 16 Jahren große Erfolgsgeschichte, hören wir auch nicht mit auf. Was ganz wichtig zu erwähnen ist was wichtig war für den Erfolg, dass IDS nicht einfach nur von uns die Anforderungen hören wollte, sondern es war sehr erfolgreich, dass wir hier hingefahren sind oder IDS auch zu uns gekommen ist und wie ein Mikroskopiker gearbeitet hat, am System mal geguckt hat, warum drückt denn hier eigentlich der Schuh? Warum erzählen die das nur? Nein, es tut wirklich weh, wir müssen diese Änderung haben. Und das hat dann schließlich, dieses gemeinsame Verständnis hat dazu geführt, dass wir auch die richtigen Lösungen bekommen haben. Wenn wir auch nicht Marktführer in der Mikroskopie an sich sind, haben wir doch die beste Bildqualität und die höchste Bildwiederholrate durch diese Methodik gemeinsam mit IDS in der Mikroskopie erreicht. Und da wollen wir natürlich auch bleiben. Alles klar. Dankeschön. Bevor ich jetzt frage, ob irgendjemand Fragen hat, hätte ich eine. Wie lange dauert das normalerweise so von der ersten Idee bis nachher die Kamera rauspurzelt? Vor Jahren hätte ich noch gesagt 1 bis 1,5 Jahre, jetzt sage ich 2 Jahre, weil tatsächlich immer mehr Regularien, wir haben das heute auch schon gehört, und im Konzern und so weiter, es wird leider nicht schneller. 2 Jahre, eine Kamera, von der ersten Idee bis zur Markteinführung. Und wie ist dann so das Verständnis? Sie kommen und sagen, ich brauche jetzt das und dann wird losgelegt? Oder wie groß ist denn so ein Paket, was da... Wir kommen mit den ersten Ideen, wir besprechen die zusammen, ob es möglich ist, unsere Wünsche, das ist erstmal unsere Weihnachtswunschliste, klar, und dann wird man in die Realität geholt, aber das passt dann noch. Und dann werden die Ideen diskutiert und dann, wenn wir den richtigen Sensor wissen, geht es los. Also Stückzahlen, Gelddiskussion, aber dann passt's. Gibt es noch eine Frage? Dann gibt es jetzt noch eine Pause.